Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. 8 Wochen ist jetzt die neue Hüfte drin und ich denke, so eine Kleinigkeit kann ich schon machen. Und die Treppenstufen, klar 123 Stufen, aber ich kann mir ja Zeit lassen. Mach hin und wieder mal eine Pause, das geht schon. So, wie ihr gesehen habt, es geht zur Adlerwarte in Berlebeck, Detmold. Wer Detmold nicht kennt, liegt zwischen Paderborn, Bielefeld, Hamm. Okay, dann geht's los. Auf geht's. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 8,50 Euro. Da kann man wirklich nichts zu sagen. Denn zweimal am Tag findet eine sehr interessante Flugshow statt. Beide habe ich mitgemacht, um euch das Beste herauszusuchen. So, die Treppen, wie ihr seht, sind gar nicht so schwierig gewesen, da immer wieder ein Stück gerade ist und dann wieder ein paar Stufen. Also trotz neuer Hüfte bin ich da ganz locker und bequem raufgekommen. So, der Park wurde 1939 gegründet und in den 70er Jahren an die Stadt Detmold verkauft. Ja. Hier sind ein paar Bänke, hier kann ich mich erstmal ein wenig ausruhen. Fast geschafft steht da und überall links findet man dann die Meterzahl, also man erhält reichlich Informationen. Öfter an der rechten Seite findet man Sitzplätze und hier zum Beispiel auf der linken Seite andere Tiere wie Alpaka und ähnliches. Weiter unten befindet sich eine Auswilderungsstation. Man kümmert sich also wirklich sehr um die Vogelwelt. Hier ist ein großer Spielplatz für die Kinder zu sehen, außerhalb des Parks. Also hier braucht kein Eintritt bezahlt werden. Der Park ist übrigens sehr sauber, sehr gepflegt, also ich kann ihn nur empfehlen, aber ihr werdet es gleich auch sehen. Und nun bin ich am Eingangsbereich angekommen. Und es geht gleich in den Park hinein. Hier findet man auch eine Snackbar. Man kann sich schön hinsetzen, mal einen Kaffee trinken oder auch ein Eis essen. Und natürlich gibt es da auch Souvenirs zu kaufen. Hier geht es hinunter zu den großen Vogelieren, wo man sich die Tierwelt schon mal anschauen kann. Aber auch der Toilettenbereich ist da zu finden. Und weiter hinten ist dann die Tribüne, wo 160 Personen Platz nehmen können. Hier findet dann die Flugvorführung statt. Auf dieser Seite findet man etwas kleinere Vogelieren und hat einen herrlichen Blick ins Tal hinein.
Zu jedem Adler, den man da sieht, gibt es auch eine passende Informationstafel, die man sich natürlich gerne durchlesen kann. Man erhält Informationen, von wo der Vogel kommt, wo er heimisch ist und wie groß, was er frisst. Es ist schon sehr interessant. Hier hatte ich, glaube ich, zu weit meinen Finger durch das Netz gestreckt, so dass der Kondor schon neugierig wurde und mit dem Schnabel ankam. Aber glücklicherweise habe ich den Finger rechtzeitig wieder weggezogen. Und nun ein paar Aufnahmen von beiden Shows, die um 11 Uhr und 15 Uhr stattfanden. Viel Spaß! Sissi, wie der Name vielleicht schon verrät, ist ein Kaiseradler. Und wir haben übrigens auch noch Franz, der sitzt unten bei uns in der Voliere. Also Sissi und Franz sind so zwei jungen Kaiseradler. Die ist knapp 3 Jahre alt. Und das heißt also tatsächlich wirklich noch relativ jung. Immer wenn man die Vögel sieht, ja, Vögel haben Flügel, Vögel müssen fliegen können. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil auch hier ist das so ein bisschen so nach dem Motto, ja, Übung macht den Meister. Von daher sieht das bei ihr hier und da immer noch so ein bisschen ungekonnt aus. Aber tatsächlich, ja, wird es mit der Zeit, würde ich sagen. Kaiseradler übrigens, weil er, der Kaiseradler dann irgendwann, jetzt noch nicht, deswegen ist es tatsächlich noch so ein bisschen schwierig, dann irgendwann die kaiserlichen Farben repräsentiert in seinem Gefieder. Ich hatte gesagt, die ist ungefähr 3 Jahre alt, also ist sie noch relativ jung und hat somit dieses Jugend- und Schutzgefieder, was grundsätzlich alle Greifvögel auf irgendeine Art und Weise haben. Das ist also ganz kurz erklärt, dass der junge Greifvogel immer so ein bisschen anders aussieht als die anderen Greifvögel, damit er ja, seinen Welpenschutz quasi auch sehr gut genießen kann, funktioniert das bei den Greifvögeln eben immer am besten über diese Gefiederfärbung. Das heißt, noch ist sie so ein schönes, ja, rötlich-braunes, oder hat sie noch dieses schöne rötlich-braune Gefieder und dann irgendwann wird sie wirklich so ein paar weiße, ein paar schwarze und ein paar deutlich rote Stellen haben und deswegen hat der Kaiseradler eben den Namen, ja, Kaiseradler bekommen. Dann ist ein Weißkopfseeadler, immer so ein bisschen langes Wort mit diesen, naja, 3 kleinen Wörtern, die man in die richtige Reihenfolge bringen muss. Weißkopfseeadler, natürlich einfach erklärt, heißt so, weil er einen weißen Kopf hat. Sancho, hast du auch Lust, ein bisschen mitzumachen? Ja, Kurve, Kurve. Sehr schön. Ne, da ist er. Zack, genau. Eichhörnchenfrisur. Ne, das findet er gut. Da geht der Jagdinstinkt los. Ne? Achso, wichtig, wenn der auf dem Kopf oder so landen sollte, entspannen Sie sich. Ja, schön durchatmen, ganz wichtig, gerade für die Rentner, wenn später die Geier kommen, ne? Ist das Atmen nicht vergessen. Handy raus, lächeln und Selfie machen, okay? Ja, das geht ganz easy und ich kann verraten, oder ich frage einfach mal nach, was glauben Sie, was der wiegt? Was glauben Sie? Ja, ist schwierig, ne? Was wiegt der so? 2 Kilo? Wie viel? Oh, stark. 1,3, 1,4 Kilo. Also der ist leicht, der ist nackenschonend. Darauf wollte ich hinaus, ne? Braucht man keine Angst haben, dass der irgendwas macht. Ich war aber bei den Sozialformen stehen geblieben und der einzige Greifvogel weltweit, der sozial lebt,
ist tatsächlich der Wüstenbussard, der Harris Hawk, wie er auch genannt wird. Und der ist eben 100%ig sozial. Und der einzige, der in sogenannten Clans lebt, das sind ja Familienverbände in der Regel. Hanna ist tatsächlich aktuell mit unserem kleinen Schwarzmilan der Jüngste oder die Jüngste bei uns im Freiflug. Hier fliegt sie einmal tief unten durch. Aber tatsächlich auch gleichzeitig die größte und die schwerste. Hanna hat ungefähr so ein Gewicht von ungefähr 7 Kilogramm, eine Flügelspannweite von gut 2 Meter, 2,50 Meter knapp. Und tatsächlich trotzdem dennoch eine sehr, sehr begnadete Fliegerin und ist ein junger Bartgeier. Bartgeier, der Name kommt, weil die so ein paar kleine lustige Federn unterm Schnabel haben, die immer so ein bisschen aussehen wie so ein Ziegenbärtchen. Und deswegen eben der Name Bartgeier. Auch die haben eine sehr, sehr coole Anpassung. Man könnte hier jetzt meinen, die sind relativ groß und kräftig, können sich eigentlich also das am Kadaver nehmen, was sie gerne würden. Aber auch die Bartgeier haben gesagt, die machen da so ein bisschen was Spezielles draus. Das heißt, die Bartgeier fressen tatsächlich fast ausschließlich nur Knochen. Und zwar Knochen in einer Länge von bis zu 30 Zentimetern. Schlucken die Bartgeier am Stück ab. Und die Magensäure ist tatsächlich auch so scharf, also alles, was im Geier verschwindet, kommt auf jeden Fall nie wieder raus. Und von daher können die eben auch diese vermeintlich trockenen, toten Knochen eben verdauen und wichtige Energie daraus ziehen. Auch das jetzt noch so ein bisschen am Segeln mit unseren ganzen, die Kappengeier haben sich alle schon wieder versteckt und warten wahrscheinlich auf Feierabend. Und auch unsere Milane, wir haben hier eigentlich auch noch 3 Milane mit rumfliegen, Rot- und Schwarzmilan. Und die werden wahrscheinlich relativ, ganz weit oben fliegt auch einer von den Milanen. Und die Milane sind tatsächlich das perfekte Beispiel eines Segelfluges. Ich habe das ganze Video mit 120 Bildern pro Sekunde gefilmt, um euch solche schönen Zeitlupen zeigen zu können. Auch die Standbilder, die man zum Schluss des Videos sieht, sind wirklich super schön und scharf geworden. Viel Spaß dabei! Ich würde sagen, dann machen wir einfach ein bisschen Appellfliegen. Das ist doch auch ideal. Einer fliegt richtig und macht seinen Job und der andere, der geht jetzt ins Appellfliegen. Ach so, wichtig. Kommt der Vogel so auf Sie zu? Ja, ducken Sie sich, okay? Ja, machen Sie ein bisschen Sport mit. Ne? Und sonst, der zoomt auch von alleine. Gucken Sie sich das Tier einfach an. Majestätisch, ne? Sabbert nur, habe ich gerade gesehen, aber das ist auch okay. Ne? Und Action. Los! Fliegen. Ja, du siehst deinen Bruder, du hast Adleraugen. Ich sehe den nicht mehr, aber du siehst ihn, ne? Zwischen den Bäumen irgendwo wird er rumfliegen und dann guckt er immer ganz genau, weil auf die Distanz erkennt er wahrscheinlich einen Weißkopfseeadler, ist sich aber vielleicht nicht sicher, ob das sein Bruder ist oder nicht. Ne? Und naja, wie das unter Brüdern so ist. Wenn unsere Falken hier anfangen würden zu segeln, dann würden sie relativ schnell sehr, sehr langsam werden und würden dann auch irgendwo unten auf dem Boden stranden. Das heißt also, die müssen mit sehr, sehr viel, knappe Kurve, Hanna, müssen mit sehr, sehr viel Muskelkraft durch die Gegend fliegen. Das heißt natürlich, da bist du ja, Terrier, ich habe auf dich schon gewartet. Das ist Terrier, das ist der dritte unserer Falken im Bunde, der Lattlerfalke. Eine ganz wichtige Sache möchte ich trotzdem noch zu unseren Geiern sagen, weil viele Leute finden Geier ja immer so ein bisschen eklig oder hässlich. Ja,
gut, vielleicht sehen sie nicht ganz so schön und elegant aus, wie so ein schöner Weißkopfseeadler oder wie unsere eleganten Falken. Aber die Geier sind tatsächlich sehr, sehr wichtig für die Umwelt. Also viele Wissenschaftler gehen tatsächlich auch davon aus, dass ohne die Geier die Welt für uns nicht bevölkerbar wäre. Denn Geier fressen Aas, ich glaube, das weiß jeder, und Aas bzw. tote Tiere fallen in der Regel nicht um, weil die kerngesund sind, sondern weil die irgendwas haben. Und das ist dem Geier tatsächlich auch ganz egal was. Der Geier frisst das ganz einfach und wird dabei selber nicht krank. Cholera, Milzbrand, Corona, was auch immer. Der Geier frisst das, verdaut das und das, was, naja, am Ende des Tages hinten beim Geier rauskommt, ist tatsächlich keimfrei. Also man kann wirklich wortwörtlich sagen, die Geier desinfizieren für uns die Umwelt, sind also sehr, sehr wichtig, auch wenn sie, wie gesagt, nicht ganz so schön und elegant vielleicht manchmal aussehen. Ja, mit den Worten würde ich sagen, entlasse ich Sie alle in den Feierabend. Sie haben es alle überlebt. Wir sammeln, oh, ich kann so elegant die Landung. Wir sammeln unsere Falken jetzt auf jeden Fall als erstes ein. Also bitte so lange noch hier so ein bisschen sitzen bleiben, sonst kollidiert man vielleicht noch mit unserem Jochen oder so. Und dann sieht man mitten am Tag Sternchen. Ich glaube, das möchte niemand. Und bitte auch mit dem Essen auspacken noch so lange warten, bis wir unsere Geier eingeparkt haben, weil Vögel können nicht lesen, unsere Vögel können Tupperware auf jeden Fall lesen und sonst hat man da noch so einen schrägen Mitesser neben sich sitzen. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gemacht, vielleicht hat der eine oder andere noch was Neues gelernt und von daher würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Oh, du machst das super, aber jetzt hier, komm, stürz rein, mein Freund. Alter, Kurve, Kurve, Fahrwerk raus. Flatter, 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 flatter. Du bist eine Maschine. Geil. Heftig. Heftig. So, 1-2 Mal noch Appell fliegen und dann muss der rein, weil der kriegt jetzt auf jeden Fall eine dicke Portion Lachs, ne? Die hat er sich verdient. Das werden wir auch oft gefragt, wie unsere Tiere ernährt werden. Tatsächlich die Ernährung ziemlich ähnlich wie bei einem adulten Hund. Das heißt, ne, über das Training wie jetzt, ne, da gibt es immer wieder so ein kleines Leckerchen und am Ende des Tages gibt es eine große Portion, ja, was auch immer. Ne? Bei den Seeadlern ist es natürlich oft oder häufig Fisch und bei den anderen Tieren gerade auch natürlich. Bei den Geiern kann das auch gerne mal wild sein. Hier wird natürlich mal ein Reh überfahren in der direkten Umgebung und das ist nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet. Achtung. Ne? Und naja, dann müssen wir halt gucken, was wir daraus machen und ihr könnt euch vorstellen, so ein blutwarmes Reh, ne, bei den Geiern rein, die freuen sich. Ne? Da wird alles schnabuliert. So, es wird jetzt ein bisschen voller. So, wir hatten jetzt immer 1 oder 2 Vögel. Es ist perfektes Wetter, das hat man, glaube ich, bemerkt jetzt schon. Ne? Ich hoffe, die anderen machen genauso mit. Ja, wir hatten jetzt immer so 1-2 Vögel, wie gesagt, wir wollten sie locker machen, entspannt machen. Jetzt kommen gleich so 15, 20. Ne? Wir gucken einfach mal, was die so machen. Darunter sind auch 2 relativ bis ziemlich große. Ich hoffe, dass die richtig geil fliegen gehen. Nee, den Anfang macht Frosch. Also selbst ein Frosch hier, sehen wir jetzt, glaube ich, selbst ein Frosch hat bei uns Federn. Ne? Und der ist doch schön, oder? Ja, nee, du musst das essen, das will keiner, du brauchst nicht teilen. Ne? Du brauchst nicht teilen, ich wollte gerade sagen. Hier, ne? So, also. Das ist Frosch, wenn der jetzt gerade mal hier vorne ist, möchte ich den auch ein bisschen vorwegnehmen, denn meistens geht Frosch jetzt gleich auf die Suche nach unserem Hausmeister. Frosch ist super lieb, deswegen können wir den auch mit kleinen Geiern und alles mögliche zusammenfliegen, juckt den alles nicht. Ne? Das einzige, unser Hausmeister Manuel, ne? Da ist er hinterher und meistens fliegt er dann irgendwann los, um den Kollegen dann eben auch zu suchen. Frosch ist ein afrikanischer Gaukler und ist der Vogel oder der Nachfolger von dem ältesten Vogel, den wir je hier auf der Anlage hatten. Der ist schön, oder? Der ist doch hübsch, ne? Der ist richtig hübsch, ne? Schön bunt, ist unser Model, ne? Ist einfach so. Kann man nicht anders sagen. Noch dazu, wie gesagt, vom Charakter genial. Ne? Christian, mein Kollege, der kann den so lange streicheln, bis der Gefühl ins Koma fällt. Der macht wirklich irgendwann die Augen zu, ne? Und geht richtig in eine Trance, ne? Frosch hat nämlich, ja, der nächste, ne? Jetzt wird's richtig voll. Frosch hat nämlich ein Problem, deswegen heißt er auch Gaukler. Er hat ziemlich kurze Schwanzfedern hinten. Und wir müssen uns vorstellen, das ist das Ruder, das Lenkrad von so einem Vogel. Und wenn das so knapp ausfällt, so kurz ausfällt, dann muss man trotzdem natürlich irgendwie das Gleichgewicht in der Luft halten. Und das macht er wie so ein Seiltänzer, indem er immer so hin und her kippelt. Ne? Und deswegen heißt er eben Gaukler. Gaukler waren ja früher so, ja, so witzige Leute, ne? Die oft auf dem Seil getanzt sind, ein bisschen Show gemacht haben. Und in der Luft der König. Ne? Also ich glaube, man sieht das. Und das, was er jetzt gerade mit mir macht hier, dieses die ganze Zeit knapp anfliegen, macht in der Natur eben auch sehr, sehr gerne mit großen, mit schwerfälligen Greifvögeln. Ich meine, wir können so einen Bartgeier mal als Beispiel nehmen. Trifft nicht ganz zu, aber ungefähr die Größenklasse von Vogel.
die man einfach genießen muss, wenn man sie mal zu sehen bekommt. Und nochmal gesagt, ne, also die Bartgeier, die da gerade fliegen, das ist eine einheimische Tierart, die kann man in Deutschland sehen, im Gebirge. Ne, also wirklich beeindruckend. Eine der seltensten Vogelarten Deutschlands, aber mit sehr, sehr viel Glück kann man die eben auch bei uns am Himmel kreisen sehen. Stöpsel, du wiegst viel weniger als die. Die haben 2,40 Meter Spannweite, ein Gewicht von 7 Kilo. Ja, ist bei dir nichts anderes, mein Freund. Ne? Deswegen, fang. Komm da lang. Komm, eine Runde schaffst du noch. Eine Runde schaffst du noch. Komm, an den Geiern vorbei. Hasse, jawohl. Und naja, mit einem gezielten Biss, mit seinem sogenannten Falkenzahn, den er eben von der Natur verpasst bekommen hat, ist ganz ehrlich nichts anderes als so eine spitze Ecke an der Schnabelseite jeweils. Ja, kann aber besser und präziser zubeißen. Und dann ist die Taube oder eben die Ente sehr, sehr schnell Geschichte. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen was über unsere ganzen gefiederten Freunde zu erfahren. Bestes Wetter, mir hat's richtig Bock gemacht. Wir müssen mal gucken, wo Lisbeth hin ist, die habe ich noch gar nicht gesehen. Mario tummelt da hinten ein bisschen rum, Hanna guckt sich unseren Stall an, ist auch schön. Ne? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ihr habt natürlich nur einen kleinen Teil von jeder Show gesehen. Eine Show dauert 40 Minuten. Ich fand es wirklich super interessant. Es gibt hier sogar ein großes Insektenhotel. Sollte das Wetter mal nicht so gut sein, gibt es hier auch einen großen überdachten Bereich, wo man sich hinsetzen kann, was trinken oder essen kann. Mit einer schönen Aussicht ins Tal hinein. Ja, man glaubt es kaum. In so einigen Kinofilmen haben die Adler von Berlebeck mitgemacht. Unter anderem auch bei einem Winnetou-Film, wie hier die Bilder zeigen. Alles Originalbilder. Die genaue Geschichte kann man sich hier in Ruhe durchlesen, wer möchte.
Also wirklich hochinteressant. Hier gibt es sogar ein paar Frettchen zu sehen. So, und es geht wieder raus aus dem Park Richtung Parkplatz. So, dann geht es wieder zum Auto. Ich finde, es hat sich gelohnt. Den Rest gibt es gleich. Mit dem Rest meine ich natürlich die Verabschiedung. Hier nochmal die Treppe nach unten wirklich leicht zu gehen. Zum Schluss gibt es noch ein paar wirklich klasse Standbilder. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Wirklich toll, mit 120 Bilder pro Sekunde sind das klasse Fotos geworden. So, dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ihr habt viele Informationen erhalten. Ich sage Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Die Links meiner Kanalmitglieder findet ihr wie immer in der Videobeschreibung.